Ja, hi Leute. Heute geht's weiter mit der Präparationsserie und zwar haben wir heute ein richtig schönes großes Männchen von Lucanus Sichuanicus vor uns. Dieses Männchen wurde 2011 in Yan in der Sichuan-Provinz in China gesammelt. Daher kommt auch der Name Sichuanicus. Wird ein bisschen anders geschrieben, aber ist die Referenz auf den Fundort. Dieses Männchen hier ist jetzt das größte in meiner Sammlung und dann habe ich euch hier mal noch den Rest mitgebracht. Da seht ihr links ein weiteres Männchen von Lucanus Sichuanicus mit 53 mm und hier rechts, das ist ein Lucanus Prossi, benannt nach Gerhard Pross. Der ist auch immer auf der Insektenbörse in Frankfurt, bietet da Präparate an. Und diese Art wurde auch als Unterart von Lucanus Sichuanicus geführt, dann aber unter dem Namen Lucanus Sichuanicus lati. Lucanus Sichuanicus lati ist aber mittlerweile synonymisiert mit Lucanus Prossi. Und dieses Exemplar von Lucanus Prossi hier hat 57 mm und stammt aus Myanmar. Und ja, man sieht eigentlich recht deutliche Mandibelunterschiede. Und zwar, dass hier bei Prossi noch weitere kleine Zähnchen zwischen der Hauptgabel und dem Medianzahn und der Basis der Mandibeln vorhanden sind, was bei Sichuanicus ganz leicht nur angedeutet ist, aber auch viel weniger von diesen kleinen Zähnchen hier. Bei ihm sieht man jetzt nur ein und zwei. Und ja, lassen sich eigentlich recht gut voneinander unterscheiden und merken Sichuanicus lati, mittlerweile synonymisiert mit Lucanus Prossi. Okay, kommen wir zurück zu ihm hier. Ja, hier sieht man auch ein bisschen angedeutet zwei kleinere Zähnchen, aber ist eindeutig ein Sichuanicus. 57 mm war auf dem Tütchen angegeben. Schauen wir mal nach. Ich habe schon mal ungefähr grob eingestellt, ja. 58, also Millimeter mehr. Ist eine sehr gute Größe für diese Art. Viel größer werden die, denke ich mal, nicht. Habe zumindest nicht wirklich schon mal größere gesehen, vielleicht bis 60, allerhöchstens 65 mm. Habe ich aber, wie gesagt, noch nicht gesehen in der Größe. Also 60 mm sind mit Sicherheit möglich, aber darüber hinaus wird es schon extrem selten. Ja, diese Art findet man für Lucanus-Arten relativ häufig im Handel, leider nur tot. Zum Züchten, also lebendig, kommt da eigentlich nicht wirklich was, zumindest nicht nach Deutschland. Wie das in Japan aussieht, weiß ich nicht genau. Ja, und das wäre es eigentlich schon zu dieser Art, was ich jetzt hier groß erzählen kann. Man sieht hier noch, sie haben orange-gelbe Tibien und Femora. Ich kann noch mal kurz die Unterseite zeigen. Die ist behaart und da sieht man auch noch mal diese Färbung der Beine. Schöne, gebogene, ausladende Mandibeln. Ja, und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an.
Ja, das wäre das Ergebnis fürs Erste. Durch die ganzen Nadeln und den Blickwinkel, den ich jetzt hier gerade beim Präparieren hatte, bin ich mir nicht ganz sicher, ob es schön symmetrisch geworden ist, vor allem hier im oberen Bereich bei den Beinen und Fühlern. Ja, wir werden ihn jetzt erstmal einfach trocknen lassen und beim Abnadeln sehe ich dann, ob da nochmal Korrekturbedarf ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es so auf jeden Fall in Ordnung sein wird. Alles klar, bis zum Abnadeln. Ja, okay. Der Käfer hat jetzt 4 oder 5 Tage getrocknet und sollte jetzt eigentlich schon bereit zum Abnadeln sein. Und dann schauen wir uns mal an, wie das Präparat geworden ist. Und ich hoffe ja immer noch darauf, dass wir mal diese Lucanus-Arten aus China und Vietnam lebendig nach Deutschland bekommen und die mal züchten können. Aber das steht leider in den Sternen. Selbst die Japaner kommen selten an die Arten lebend dran. Die Fänger in China und Vietnam sind wohl eher auf Totware spezialisiert und wissen nicht, wie man lebendige Tiere verschickt. Und ja, deswegen ist das Angebot an diese tropischen Lucanus-Arten halt so gering, was Zuchttiere angeht. Tot gibt's einige im Handel. Ja, doch, ich bin zufrieden damit. Wie gesagt, mein größter Szechuanicus jetzt. Kommt jetzt noch hier zu den anderen. Also zum anderen Szechuanicus und neben den Prossi, dann könnt ihr nochmal die Unterschiede vergleichen, die eigentlich recht deutlich sind. Links und in der Mitte Szechuanicus und rechts Prossi. Hier gibt es halt an den Mandibeln recht markante Unterschiede. Die Gabelung ist nicht ganz so stark hier vorne und bei Prossi ja, mehr Zähnung zwischen den stärkeren Zähnen. Außerdem ist Prossi etwas dunkler, wobei man da aufpassen muss mit der Färbung. Die ist nun mal variabel. Ja, sehr schönes Exemplar. Bin sehr zufrieden damit. Und ja, das wäre es dann, denke ich mal, zu dieser Art. Es kommen natürlich noch mehr Videos und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, schreibt in die Kommentare. Alles klar, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.